Ein gutes Croissant ist viel, viel mehr, als man denkt. Wenn ich ein Croissant essen würde, würde ich immer an der Spitze anfangen und dann so meinen Weg durchessen. Zu den knusprigsten Part hier, mit dem auf jeden Fall beginnen. Wenn man was draufschmieren möchte, dann macht man das erst ab der zweiten Hälfte, damit man in der ersten Hälfte eben genau schmeckt, was da passiert ist. Außen knusprig, innen zart. 3 Tage braucht Bäckermeister Paul Schmiel, um aus Teig und Butter ein Croissant zu machen. Das ist der größte Glücksmoment, den man haben kann als Bäcker. Und gleichzeitig weiß man, okay, heute geht das Ganze einfach wieder von vorne los. Morgens in der Backstube des Pankratiushofs in Mainz. Paul Schmiel fängt da an, wo alles beginnt, beim Vorteig. Weizenmehl vom Typ 550, die Zahl steht für den Mineralstoffgehalt. Es liegt zwischen hellem 405er und kräftigem 1050er Mehl und ist ein Allrounder für Teige mit guter Struktur und trotzdem feiner Krume. Genau 18,3 Kilo braucht er davon und 18,3 Liter Wasser. Für unser Croissant gibt es eine Geheimzutat oder eine Geheimwaffe, das ist unser Sauerteig. Also der bringt die Komplexität rein, der sorgt dafür, dass es quasi so ein ganz feines Spiel zwischen Säure, Süße und dem Fett gibt. Und das ist genau das, was unser Croissant ausmacht am Ende. Der heißt Lasse, weil er ist aus Schweden. Und das ist tatsächlich der Grund, warum ich überhaupt angefangen habe, mich mit Brot zu beschäftigen. Weil es war nach einem Praktikum in so einem sehr schicken Restaurant das Abschiedsgeschenk. Und ich hatte keine Ahnung vom Brotbacken, keine Ahnung, was ein Sauerteig überhaupt ist. Dank Lasse wurde der gelernte Koch auch zum Bäcker. Seitdem ist er in unserer Obhut und wird 2-mal am Tag gefüttert. Das heißt, es ist wie so ein kleines Baby, das man den ganzen Tag mit sich rumträgt und dafür sorgen muss, dass er eben am Leben bleibt. Im Sauerteigfermenter hat es Lasse schön warm und feucht. Da freuen sich die Mikroben. Solange Lasse jetzt wächst, also die Gäraktivität in vollem Gange ist, kümmert sich Paul um den zweiten Vorteig, ein Hefeteig. Für den sogenannten Pulisch gibt er 18 Gramm Hefe in warmes Wasser. 550er Weizenmehl dazu und alles gut verrühren. Den Rand säubern, der würde sonst austrocknen. Paul arbeitet sehr sauber und genau, denn darauf kommt es beim Croissant an. Jede Ungenauigkeit wäre im fertigen Produkt sichtbar. Pulisch ist ein Hefevorteig mit einem ganz, ganz geringen Hefeanteil, den wir eben auch über Nacht Zeit geben zu fermentieren. Und der ist so ein bisschen verantwortlich für den hefigen Geschmack in dem Croissant später und bringt auch einiges an Lockerung mit. Der Sauerteig bringt ein bisschen Lockerung. Wir geben in den Teig später noch mehr Hefe rein, auch für die Lockerung. Und der Pulisch sorgt eben auch für Lockerung. Das Ding ist, dass wir einen sehr schweren Teig herstellen für die Croissants mit extrem viel Butter. Und der braucht richtig viel Power zum Aufgehen. Und dann nimmt man eben alles an Triebkraft mit, was man kriegen kann. Pulisch und Sauerteig dürfen jetzt über Nacht arbeiten. In der Zeit bauen sie Aroma auf und sammeln Triebkraft, damit der schwere Butterteig schön aufgehen kann. Und jetzt wird's ernst. Das ist tatsächlich das Rezept, wo am ehesten was beim Abwiegen auch schief gehen kann. Deswegen ist in der Regel, wenn so Teige abgewogen werden, bei uns auch die Musik aus. Und, weil da braucht man eine komplette Konzentration. 550er Weizenmehl, ein robustes, eiweißstarkes sogenanntes Manitoba-Mehl und Weizenvollkornmehl. Wir haben Weizenvollkornmehl. Das ist angebaut von einem befreundeten Winzer, der im Hobby so ein bisschen Getreideanbau macht. Vollkornmehl hat einfach den besten Geschmack. Das ist das, was das Ganze dann später interessant macht und gleichzeitig auch so ein bisschen für mehr Kruste sorgt. Also dass so eben die Kruste noch so ein bisschen splittriger macht und so ein bisschen für eine festere Kruste sorgt.
Dazu kommt Steinsalz, deutsches Steinsalz ohne Rieselhilfen. Also es ist das natürlichste Salz, was man benutzen kann. Das nehmen wir für alle unsere Brotteige. Zucker, das ist Biozucker hier aus der Region. 700 Gramm Backhefe. Kaltes Wasser. Drei Liter Milch. Und jetzt kommt alles in die Knetmaschine. 600 Croissant-Gebäcke sollen übermorgen aus dem Teig entstehen. Pulisch und Sauerteiglasse sind in Topform. Beide sind backreif und triebkräftig. Jetzt können sie in den Hauptteig. Dort produzieren sie CO2, damit der schwere Teig schön aufgeht. Gleichzeitig bauen sie Aroma auf für das feine Spiel aus Säure, Süße und Butter. Der Teig muss noch einiges aushalten. Paul legt den Rückwärtsgang der Knetmaschine ein. So werden alle Zutaten vermischt. Und dann 2 Minuten Vorwärtsgang, um den Teig zu kneten. Zum Schluss kommen noch 2 Zutaten dazu: Butter und Croissant-Abschnitte, also Teigreste. Weggeworfen wird hier nichts. Das ist Bäckerlogik. Was gut ist, kommt wieder rein. Die Croissant-Abschnitte, die sind einfach nochmal so ein bisschen extra Flavor. Die nächste Runde in der Knetmaschine, 3 Minuten lang. Nur hier kommt eine Maschine zum Einsatz. Alles andere ist Handarbeit. Je mehr Wasser in dem Teig drin ist, desto länger ist es am Ende haltbar. Und dadurch, dass bei uns in der Backstube außer dem Kneten eben alles per Hand passiert, also später das Tourieren und das Aufrollen von den Croissants, können wir einen Teig haben, der an der maximalen Grenze von der Wasseraufnahme ist. Und das sorgt eben dafür, dass so ein Croissant eben auch vielleicht mal 1,5 Tage übersteht. Und nicht schon nach ein paar Stunden altbacken schmeckt. Jetzt zählt nicht mehr nur das Rezept, sondern die Physik. Jede Zutat kam mit ihrer eigenen Temperatur in die Schüssel. Paul misst nach, wo der Teig jetzt insgesamt steht, denn diese Gradzahl entscheidet, wie schnell die Fermentation überhaupt Fahrt aufnimmt. Wenn der Teig zu warm wäre, dann wäre das quasi morgen ein Problem, wenn wir den aufrollen wollen, weil der dann schon zu aktiv war, zu groß geworden ist, zu dolle fermentiert ist und dann die Butter sich schwieriger da einarbeiten lässt. Und wenn er zu kalt war, dann fehlt dem Croissant am Ende dann fehlt dem so ein bisschen der Trieb. Also wir wollen jetzt schon alles, was da drin an Hefen, Sauerteigbakterien ist, wollen wir alles schon so aktivieren. Die sollen gut zusammenkommen und sollen jetzt quasi anfangen. Die Fermentation beginnt jetzt quasi und wir wollen so ein bisschen die Parameter von der Fermentation beeinflussen. Mit 24 Grad ist Paul zufrieden. Wäre der Teig kälter, müsste er bei Zimmertemperatur aufwärmen. Wäre er wärmer, müsste er ganz schnell ins Kühlhaus. Jetzt macht Paul ihn erstmal bereit für die Nachtruhe. Er portioniert den Teig auf 7 Kilo Stücke. Sauber abgewogen, das ist wichtig, damit später das Teig-Butter-Verhältnis stimmt.
Denn das beeinflusst ebenfalls die Optik und den Geschmack der Croissants. 7 Jahre lang hat Paul an diesem Rezept getüftelt. Jedes noch so kleine Detail beeinflusst das Endergebnis. Die Teiglinge beziehen ihr Nachtlager. Kleiner Klaps, damit die Oberfläche glatt wird. Damit sie keine Haut bilden, werden sie straff in Folie eingeschlagen, luftdicht, damit die Oberfläche nicht austrocknet. Über Nacht geht's ins Kühlhaus. Die Fermentation wird verlangsamt und der Teig bekommt Zeit zum Reifen und Geschmack zu entwickeln. Ich komme aus 2 Bauernfamilien. Der Bauernhof, auf dem wir jetzt gerade sind, der Pankratiushof, ist von der Familie von meinem Papa. Ist so in der 6. oder 7. oder 8. Generation. Also die Erzählungen sind nicht so genau dokumentiert. Wir backen da, wo früher das Heu gelagert wurde. Tradition allein reicht aber nicht. Jetzt wird sich zeigen, wie gut die Vorbereitung war. Aber erstmal ist die Butter dran. Eine gekühlte 2 Kilo schwere Butterplatte wird in der Ausrollmaschine platt gemacht. Mit Geduld, denn die Butter darf nicht reißen oder kleben bleiben. Und mit Tempo, denn die Butter muss kühl verarbeitet werden, sonst verliert sie die Elastizität. Einen Zentimeter dick soll die Butter sein. Kurze Verschnaufpause. Jetzt ist der Teig dran. Die Nachtruhe hat ihm gut getan. Er hat sichtbar an Volumen zugenommen, dank des CO2s, das Pulisch und Sauerteig über Nacht produziert haben. Damit er sich gleichmäßig ausrollen lässt, drückt Paul das Gas wieder raus. Entlüften, Spannung reinbringen, in Form bringen. Und los geht die Fahrt auf der Ausrollmaschine. Immer ein Stückchen dünner wird der Teig, Schritt für Schritt. Auch hier ist Geduld gefragt. Alles wieder in Form bringen und dann geht's weiter. Am Ende soll der Teig einen Zentimeter dick sein, genau wie die Butter. Und dann kommen beide zusammen. 7 Kilo Teig und 2 Kilo Butter. Und im ersten Schritt schlagen wir einfach nur die Butter ein. Also das ist quasi jetzt unsere erste Butterlage. Dann packen wir die schön ein wie so ein Paket. Die Kanten sauber verschließen, alles richten und die nächste Fahrt auf der Ausrollmaschine beginnt. Und wichtig ist dabei eben auch, das nicht zu schnell zu machen, dass das Ganze nicht reißt. Also ja, immer wieder so, jedes Mal, wenn er auf eine Seite fährt, hat er quasi kurz die Möglichkeit, sich da zu entspannen. Das Ausrollen heißt übrigens Tourieren. Okay, jetzt kommt die erste doppelte Tour. Ja, und hier ist eben wichtig, also je akkurater wir hierbei arbeiten, desto gleichmäßiger wird später die Blätterung von dem Croissant und auch die Porung. Also die Bäcker sagen dazu Kruste und Krume. Nach dem Einschlagen sind es erstmal 3 Lagen. Teig, Butter, Teig. Dann kommt die erste doppelte Tour und plötzlich wird aus Handwerk Matte. Aus einer Butterschicht werden 4. Und weiter geht's. Teig richten. Eine Tour kommt noch.
Ausgefranste Ränder schneidet Paul ab. Die Abschnitte landen morgen wieder im neuen Croissant-Teig. Noch eine doppelte Faltung, wie ein Buch, und wir liegen bei 16 Schichten Butter. Ich schneide hier einmal in der Seite rein, weil das eben die größere Biegung ist und dass sich da später kein U bildet, was sich immer weiterzieht, sondern dass da die Schichten wieder voneinander separiert werden oder getrennt werden, geöffnet werden. Da gibt es immer einen Schnitt nach dem Falten. Fein gestapelte Schichten, perfekt für die Blätterung. Dafür decken wir den dann ab, dass er nicht austrocknet. Er darf nicht zu feucht werden und er darf aber auch nicht an der Oberfläche austrocknen, weil das sonst eben später zu einem brüchigen Teig führen würde. Und jetzt geht er für mindestens 1 Stunde noch mal in den Kühlschrank, dass er sich entspannt und wir dann den gleich final ausrollen können, bevor die Croissants geschnitten und gewickelt werden. Nach einer Stunde hat sich der Teig beruhigt und die Butter ist wieder auf Arbeitstemperatur. Jetzt wird aus dem Paket eine Platte. 48 Schichten Teig und Butter runtergewalzt auf 5 Millimeter. Der Teig muss umziehen. Und das ist kein Spaziergang. Einmal zu grob angefasst und er reißt, verklebt und die Schichten sind dahin. Höchste Präzision kennen wir ja schon von Paul. Für seine Croissants macht er sogar ein Schnittmuster. Ich teile die Croissants ein in die finale Größe. Also wir schneiden jetzt ganz viele Dreiecke aus dem Teig raus. Die Schneidemaschine legt die Abstände fest. Paul schneidet hier noch nicht, er misst erst. Beim Croissant entscheiden Millimeter über die exakte Form. Die Größe davon ist 27 cm in der Länge und 8,5 cm in der Breite. Der Teig ist final ausgerollt auf 4,5 bis 5 mm. Und mit den 3 Parametern kriegen wir ein Croissant am Ende zwischen 85 und 95 Gramm. Und das ist genau da, wo wir hinwollen. Zuerst schneidet Paul Rauten aus, 40 Stück pro Teigplatte. Das geht hier komplett per Hand. Anzeichnen, anlegen, schneiden. Die Maschine hilft höchstens beim Messen, nicht beim Handwerk. Denn jede Raute entscheidet später, ob das Croissant gleichmäßig aufgeht, schön rollt und am Ende überall die gleiche Blätterung hat. Wenn wir das mit einem scharfen Messer schneiden, schneiden wir quasi durch diese 16 Butterlagen und Teiglagen immer durch. Und das sorgt am Ende dafür, dass das Croissant an allen Seiten, an diesen ganzen Schichten schön aufgeht und man diese ganzen kleinen Mini-Chips kreiert. Und wenn wir das eben mit einem Schneidegerät schneiden würden, dann würde das einfach dazu führen, dass wir den Teig und die Butter zusammendrücken und die ganze Arbeit mit dem aufwendigen Turieren und perfekten Turieren war umsonst. Dann schneidet er aus den Rauten Dreiecke, die Grundform fürs Croissant. Eins nach dem anderen. Sauber halbiert, die Kanten gerade, die Spitzen auf Linie. Aus dieser Platte entstehen am Ende 80 Croissants. Heute sollen es insgesamt 350 Croissants und 250 andere Gebäcke aus Croissant-Teig werden. Und genau deshalb ist Paul so pingelig. Wenn hier 1 Millimeter wandert, wandert später die ganze Form, die Blätterung.
Dann kriegen die auch so einen kleinen Schnitt, wo wir die später aufklappen können. Und der Schnitt ist dafür verantwortlich, dass vorne und hinten die Nasen quasi ein bisschen extra lang und extra knusprig werden. Der kleine Schnitt bestimmt am Ende die Form des Croissants. Und je größer man halt den Schnitt jetzt hier macht, desto länger wird später das Croissant. Jetzt kann er sie aufrollen. Also ich ziehe quasi nur den vorderen Teil. Hier, den halte ich fest mit meiner Hand. Und dann ziehe ich den kompletten vorderen Teil in die Länge. Dann klappe ich den V-förmig auf und rolle den ganz präzise nach vorne auf. Jedes Croissant wird von Hand gerollt und das zügig. Die Butter darf nicht warm werden, sonst verbindet sie sich mit dem Teig und aus Schichten wird Masse. 350 Mal heute. Lasche ziehen, V aufklappen, stramm aufrollen. Zügig arbeiten, sauber arbeiten und zwar mit Gefühl, damit die Schichten da bleiben, wo sie hingehören. Das bekommt innen drin, bleibt sehr briochig und außen kreiert man noch dünnere Lagen, die noch schöner splittern. Am Ende kann man das eigentlich ganz gut sehen. Also so ein Croissant hat 7 Stufen und die 7 Stufen wollen wir auf jeden Fall kreieren. Und da kommt man hin, wenn man sich an die ganzen Maße gut hält, dann hat man diese 7 verschiedenen Höcker von dem Croissant. Für Croissants gibt's kein Einheitsmaß aus dem Lehrbuch. Paul hat so lange ausprobiert, bis Form und Biss für ihn stimmten. Und fertig ist er trotzdem nicht. Er dreht weiter an jeder Stellschraube, an Rezeptur, Zeiten und Maßen, bis das Ergebnis noch ein bisschen besser wird. Ich habe immer Croissants gebacken, als ich in Berlin in einem Restaurant gearbeitet habe, bei denen wir ganz lange Stunden hatten. Und dann bin ich immer nachts nach Hause gekommen und wenn ich nicht schlafen konnte oder so zum Runterkommen, habe ich dann mich irgendwie so dem Croissant-Thema gewidmet und habe dann immer davon geträumt, dass wir ein Croissant verkaufen oder ein Croissant herstellen, regelmäßig Croissants machen. Einfach weil es das Croissant, was ich gerne essen wollte, hier in der näheren Region nicht gab oder nicht gibt. Dann habe ich gedacht, okay, dann müssen wir es selber backen. Und dann haben wir angefangen, daran rumzutüfteln, ohne zu viel rechts und links zu schauen, sondern einfach so ein bisschen unser eigenes Ding zu entwickeln. Und da sind wir jetzt. Nach der Prozedur dürfen die Croissants erstmal runterkommen. Paul setzt sie in Endposition aufs Blech, genau platziert, mit Abstand, weil die Teiglinge noch Volumen bekommen. Bei der Stückgare werden sie auf die doppelte Größe heranwachsen, wenn alles gut läuft. Und dann geht's bei 3 Grad in den Gärschrank. Ein paar Stunden kontrolliertes Chillen, damit sie langsam aufgehen und in Form bleiben. Spät in der Nacht ist dann ihre Zeit gekommen. 3 Stunden und 15 Minuten dürfen sie angenehme 26 Grad genießen. Die Zeit nutzt Paul. Ein bisschen Vollei, also ein bisschen ganze Eier, einiges an Eigelb und dann ein kleiner Schluck Sahne. Und genau die Mischung sorgt eben später für den schönen Glanz da drauf. Und dass das dann noch so nach ein bisschen was schmeckt, haben wir eine kleine Prise Salz dazu gegeben.
Die Proteine und der Zucker im Ei fördern die Bräunung und bilden beim Backen eine dünne, leicht schützende Schicht, die die Kruste feiner und stabiler macht. Auch wenn in Pauls Backstube das meiste von Hand gemacht wird, auf den Gärschrank kann er nicht verzichten. Okay. Also das ist einer der Hauptgründe, warum es extrem schwierig ist, gute Croissants zu Hause zu backen, weil die einfach für diese finale Gare, also für das Aufgehen, genau die richtige Temperatur brauchen, genau die richtige Luftfeuchtigkeit. Diese Bedingungen eben zu Hause nachzubauen, ist super schwierig. Die Teiglinge gehen kontrolliert auf. Hefe und Sauerteig machen CO2. Das fängt sich im Klebergerüst und die Croissants werden größer und luftiger. Gleichzeitig reift der Teig weiter. Aroma baut sich auf. Die Schichten werden dehnbar und bereit für den Ofen. Und hier entscheidet das Temperaturfenster. Zu warm, dann schmiert die Butter. Zu kalt, dann geht das Croissant nicht richtig auf. Ein gutes Indiz jetzt, um zu sehen, dass die Croissants bereit sind zu backen, ist, wenn die langsam anfangen, so matt zu werden an der Oberfläche und wenn die diesen schönen Wobble haben. Zum Schluss fährt der Gärschrank die Temperatur noch einmal runter auf 17 Grad für etwa 15 Minuten. Das ist der kleine Kälteschock, damit die Teiglinge stabil sind und die Eistreiche sich gut aufbringen lässt. Dann muss es tatsächlich mal schnell gehen, einpinseln ohne zu quetschen und ohne zu schmieren. Für Paul ist das Routine und trotzdem ein hartes Los, denn es ist 4 Uhr morgens. Das ist ja eigentlich genau der Moment, auf den man 3 Tage lang vorher hinarbeitet und wo quasi sich dann entscheidet, ob alle Schritte, die vorangegangen sind, wie die harmonieren, und man kassiert quasi nur noch die Lorbeeren ein. Man darf einpinseln und in den Ofen schieben und rausholen. Für 17 Minuten geht's jetzt in den Ofen. Erst bei 230 Grad, gegen Ende der Backzeit bei 160 Grad. Erst kommt Dampf. Das ist im Profiofen der Trick. Die Oberfläche bleibt elastisch, damit der Ofentrieb noch weiterarbeiten kann und die Croissants in den ersten Minuten sauber aufgehen. Dann wird der Dampf abgelassen, die Hitze übernimmt. Bei 230 Grad setzt die Krustenbildung ein. Die Oberfläche bräunt, die Schichten öffnen sich. Und aus Teig und Butter wird am Ende genau das, was es sein soll. Knusprig außen, zart innen. Bin sehr zufrieden. Glücklich und erleichtert, wie nach jedem Backen. Ich glaube, wenn man das sich so anschaut, dann sieht man ganz gut, wie schön es aufgeplatzt ist, wie schön es geblättert ist, dass es schön voluminös geworden ist. Von der Farbe kann man mal ganz gut sehen, wie die Fermentation gelaufen ist. Also wenn die so schön goldenbraun werden. Ich mag das, wenn die an den Seiten schon so richtig dunkelbraun sind, dass die so mega crunchy sind. Das ist quasi so, dass man am besten direkt reinbeißen möchte. Am besten schmecken Croissants direkt nach dem Backen. Diesen Luxus haben eigentlich nur die Bäcker. Für alle anderen gilt, je früher am Morgen, desto leckerer das Croissant. Fasziniert dich Handwerkskunst genauso wie uns? Dann jetzt den Kanal abonnieren und keine Folge verpassen.